Hallo liebe Dartsportfreunde, es ist soweit. Nun gibt's das komplette Review mit Gesamtnote zum Winmau Blade 6 Triple Core. Und ich frage gleich mal zu Beginn ganz provokant. Mit dem hohen Preis von 90 € und der auf hochwertig getrimmten Optik nur ein Statussymbol? Oder gibt's hier von Winmau wirklich das qualitativ beste und langlebigste Dartboard ever? Finden wir es raus. Mit dem ersten Board gab es ein paar Anlaufschwierigkeiten. Winmau hat prompt reagiert, thank you very much Simon, und ein Austauschboard gesendet. Und, siehe da, was ist das für ein Prachtstück? Fange ich mal bei der Rückseite diesmal an. Ups, sorry. Hier zeigt sich eine schöne, sauber verklebte Folie in Carbon-Optik. Dazu eine auf edel gemachte Seriennummer, beeinflusst jetzt weder Klang noch die Funktion, sieht aber schick aus. Auch bei der Halterung unterstreicht Winmau das Thema Carbon und liefert jetzt eine schwarze Halterung mit dazu passenden Schrauben bei und wie üblich das Rotorlock-System. Zurück zur Schokoladenseite des Boards. Die zwei auffälligsten Neuerungen betreffen eigentlich den Randbereich, denn es gibt endlich einen neuen und ich finde wirklich schönen Zahlenring, leider nur beim Triple Core Topmodell, und schmalere Markings, also kleinere Schrift beim Logo zum Beispiel, die vom Ring jetzt nicht mehr überdeckt werden. Der Metallzahlenring funktioniert übrigens tadellos mit dem Scolia-System und ist hier unten zwischen der 13 und 17 ja verschlossen. Das ist hier nicht ganz so rund, aber auf jeden Fall ist der Ring jetzt nicht mehr so oval und lose, wie das zum Beispiel bei meinem ersten Testboard der Fall war. Top! Die Spinne ist überall schön gleichmäßig eingelassen. Sie läuft in den wunderbar mattschwarzen Randbereich aus. Beim Winkel des Drahts bleibt Winmau dem bewährten 60 Grad Winkel treu. Auch die Dicke des Single-Drahts hat sich gegenüber der Blade 5 Generation nicht verändert. Sie beträgt weiterhin im Schnitt 1 mm. Das habe ich an mehreren Stellen gemessen. Deutlich dünner ist jetzt bei allen Blade 6 Boards aber der Single- und Double-Bull-Draht. Um 0,4 mm habe ich gemessen, was in der Tat dann auch den versprochenen minus 25% gegenüber der Blade 5 Generation entspricht. Das finde ich an der Stelle auch goldrichtig weiterentwickelt, denn damit erhöht sich bei Einhaltung der offiziellen Turniermaße der WDF immerhin das Trefferpotenzial in den Knopf. Auch unter der Haube, also eigentlich im Sisal, wurde das Profil der Spinne optimiert. Und wenn ich das richtig verstehe, soll es dafür sorgen, dass die engen Felder, also Double, Triple und Bull, weich bleiben und die Darts damit zuverlässig stecken. Also Reduzierung von Bouncern. Der Kompromiss ist hier, dass dafür der Bereich direkt um diese Felder herum etwas härter sein kann. Aber da schauen wir dann nachher in der Praxis mal genauer drauf, ob und wie sich das auswirkt. Bleibt noch die Frage offen, was es mit dem Carbon auf sich hat. Carbon kennen wir alle aus dem Rennsport und vielleicht auch von Fahrradrahmen aus Carbon. Es ist ein sehr leichtes Material von enormer Zug- und Biegefestigkeit. Also die Leichtigkeit dürfte jetzt beim Dartboard nicht wirklich das Hauptkriterium sein, aber ich denke die Zug- und Biegefestigkeit. Der dichtere untere Sisalkern ist ja mit dem Backboard verklebt und beim Triple Core zusätzlich mit Carbonfasern verstärkt. Wenn jetzt ein Dart, also hier in das Board trifft, man hört es eigentlich schon so ein bisschen, dann wird ja das umgebende Sisal verdrängt, in gewisser Weise gebogen. Die Biegefestigkeit der Carbonfasern sorgt also dafür, dass die Spitze nicht bis auf das Backboard durchschlägt. Und die Zugfestigkeit, könnte ich mir jetzt denken, hilft, dass du auch mal mit krassen Spitzen nicht das Sisal bzw. ganze Fasern mit herausziehst. Das ergibt für mich Sinn. Zum einen wird es dem Trend gerecht, längere oder auch rauere Spitzen sowie auch schwerere Barrel einzusetzen.
Und zum anderen erhöht es natürlich die Langlebigkeit des Boards. Ich meine, schau dir mal bei den Profis im TV so ein Turnierboard an, wie das schon nach kurzer Zeit sichtbare Spuren zeigt. Hier wird auch ganz klar schonungslos alles an übelsten Spitzen und Darts präzise immer wieder auch in Triple 20, Triple 19 und natürlich auch das Bullseye gehämmert. Also das möchtest du bei einem Homeboard natürlich dann nicht so schnell sehen. Und deswegen möglichst lang auch bespielen. Die Haltbarkeit ist daher auch ein enorm wichtiges Kriterium. So, genug der Theorie, gleich geht's ans Testen, aber vorher sage ich noch kurz was zu den Farben und der Verarbeitung vom Sisal. Ja, das Schwarz ist schön satt, gleichmäßig und matt. Auch Rot und Grün sind überall sauber voneinander getrennt, da gibt es wirklich nichts zu bemäkeln. Der Rotton scheint ein bisschen heller geworden zu sein, die Engländer sagen so ein bisschen mehr pinky, pinkisch. Aber absolut in Ordnung. In jedem Fall sauberster Siebdruck. Das siehst du auch hier an diesem Triple Core Logo oder dem ganz feinen Schriftzug Carbon. Ist wirklich richtig gut gemacht. Die Verarbeitung vom Sisal absolut top. Also wirklich minimalste Unregelmäßigkeit im 1er-Segment und so ein bisschen im Eck vom Single Bull. Aber da gibt es überhaupt nichts zu mäkeln. Das Board ist perfekt. Und damit rein in den Boardtest. Das Blade 6 hängt und hat sich hübsch gemacht und meine Testdarts auch. Was nun folgt, wie bei allen Dartboards, ist der aufwendigste und umfangreichste Praxistest im ganzen Netz. Ich nehme euch für ein paar Aufnahmen mit, denn sonst könnten wir tatsächlich einen kompletten Tag miteinander verbringen. Ich werfe je 100 Darts in 16, 24 und 32 Gramm und ermittle im Schnitt, wie tief normale Spitzen stecken. Weiter geht es dann mit je 100 Darts in denselben Gewichtsklassen direkt ins Bull. Und zwar genau 100 Darts ins Bull, nicht etwa 33 Aufnahmen, von denen dann nur die Hälfte drin landen. Auch hier ist interessant, wie tief die Darts stecken und ob es Bouncer gibt. Anschließend folgt der Test mit 4 verschiedenen Spitzen. Hier nehme ich die Nanos, die Firepoints in 2 Längen und die langen Diamond Pro Spitzen. Ich werfe dann je 200 Aufnahmen auf ein Segment, also 20, 19, 18 und so weiter, um auch hier zu sehen, wie tief diese Spitzen stecken und welche Spuren sie hinterlassen. Auch mit jeder Spitze werden dann nochmal 100 Darts direkt ins Bull geworfen. Abgerundet wird der Praxistest dann mit 10 Legs 501 runterspielen. So kann ich mir nochmal einen Eindruck aus der ganz normalen Spielpraxis machen und schauen, ob ich noch irgendwelche Auffälligkeiten zum Board finde. Pro Dartboard-Test kommen damit rund 4000 Darts zusammen. Bei 3 Aufnahmen in einer Minute sind das etwa 30 Aufnahmen in 10 Minuten, mal 6, also in einer Stunde 180 Aufnahmen, 540 Darts. Bei insgesamt rund 4000 geworfenen Darts für meine Reviews dauert damit allein dieser Praxisteil 7 bis 8 Stunden. Du verstehst also, warum ich dich für diesen Part ein bisschen runterkürze. Und hier sind wir direkt im Praxisteil mit einigen Aufnahmen aus den 100 Darts aufs Bull mit den ultraleichten 16 Gramm Darts. Das wird gleich noch spannend, pass mal auf. Ja, hier habe ich jetzt den Flight berührt und touchiere gerade so noch das Feld. Interessant wird es bei der nächsten Aufnahme, hier weiß ich selber nicht genau, habe ich den Draht getroffen oder bin ich ganz eng am Bulls vorbei? Ja, wie eingangs erwähnt, siehst du hier eigentlich sehr schön, dass der enge Bereich um den Bullsring herum etwas härter ist vom Sisal. Das kann bei den leichten Darts und vor allen Dingen, wenn du sie vorher touchierst, für solche Bouncer sorgen. Landest du die Darts aber innerhalb des Bullsring, stecken auch die leichten Darts zuverlässig und auch bei den schwereren hatte ich hier keinerlei Probleme.
Ja, dann mache ich hier gleich mal weiter mit den Aufnahmen auf das 20er Segment mit den Swisspoint Firestorm Spitzen. Hier gibt es eigentlich nichts Auffälliges zu sagen oder Ungewöhnliches zu erwähnen. Die 26 mm Spitzen stecken im Schnitt 12 mm tief in den Single-Segmenten und 10 bis 11 in Single und Double Bull. Ja, die geringste Stecktiefe waren bei mir 8 mm. Das kann Nähe Bullseye sein oder wenn du deinen eigenen Dart vorher triffst. Und die maximale Tiefe, wenn du richtig ordentlich deinen Dart erwischt, lag bei 15 mm. Die längeren Firestorm-Spitzen machen da keinen großen Unterschied. Im Schnitt Stecktiefe 14 mm in den Singles und 12 bis 13 mm in Single und Double Bull. Die geringste Tiefe waren 9 mm und auf maximal 17 mm habe ich sie in den Chor getrieben. Hier bespiele ich das 19er Segment mit den 30 mm Diamond Pro Spitzen. Diese Spitzen stecken immer sehr zuverlässig und hinterlassen auch die größten Spuren beim Rausziehen. Hier kam ich im Schnitt in den Singlefeldern auf durchschnittlich 14 mm Stecktiefe. In Single und Double Bull sind es etwa 11. Auch hier gilt wieder, in der Nähe vom Bull kann es so um 9-10 mm nur sein. Und ist klar, zum Abschluss jeder Session müssen mindestens 2 Darts ins Doppel. So, und den Abschluss bilden dann die Nano-Spitzen 26 mm. Ich nenne die gerne auch die Witch-Witch-Spitzen, weil genauso finde ich klingen die, wenn du sie aus dem Board rausziehst. Schöne Spitzen stecken zuverlässig, ohne das Board allzu sehr zu beschädigen, also da bleiben wenig Spuren zurück. Im Durchschnitt kommen sie in den Singlefeldern auf eine Stecktiefe von 12 bis 13 mm und in Single und Double Bull sind es etwa 11 bis 12. Und weil ich das, glaube ich, noch gar nicht erwähnt habe, davon unterscheiden sich übrigens auch Triple- und Double-Felder nicht. Also es ist ähnlich wie bei Single und Double Bull. Ja, die minimale Stecktiefe lag bei 8 mm und maximal 15 mm tief gingen sie ins Board. Und zur Komplettierung des Reviews hier einmal ein Überblick der ermittelten Eckdaten, Turniermaße und Lautheitsmessungen. Hast du dazu Fragen, schreib's gerne unten in die Kommentare. Es ist soweit. Das Gesamtergebnis steht und was ich schon sagen kann, es setzt einen neuen Referenzwert. Das Winmau Blade 6 Triple Core ist ein sehr gutes Dartboard von sehr guter Haltbarkeit und setzt damit mit 98% einen neuen Topwert unter den Dartboards. Gratulation an Winmau an dieser Stelle. Was gibt es zu bemängeln? Von meiner Seite aus wenig bis gar nichts. Natürlich ist der Preis von 90 € ein stolzer. Daher ist auch das Preis-Leistungs-Verhältnis nur befriedigend. Als Gegenwert pro Prozentpunkt zahlst du 1,09 €. Zum Vergleich, beim ebenso getesteten Winmau Blade 5 Dual Core liegst du immerhin bei 1,49 € und auch beim Shot Bandit Duro immer noch bei 1,21 € pro Prozentpunkt. Solltest du Dartboard-Anfänger sein und das ist dein erstes Dartboard, dann denke ich, greif auf günstigere Alternativen zurück. Wenn du dein Board allerdings regelmäßig bespielst und bei Qualität und Haltbarkeit keine Kompromisse machen möchtest, dich auf Liga- oder Turnierspiele vorbereiten und auch rauere Spitzen einsetzen möchtest, dann ist das Blade 6 Triple Core mit Sicherheit ein treuer Begleiter und das Board deiner Wahl. Und ich finde auch eine konsequente Weiterentwicklung der Blade 5 Generation. Klar ist das Ganze auch ein bisschen Status, so Marke, hey, sieh her, ich habe das Triple-Core-Modell mit dem lasergeschnittenen Zahlenring und der Carbon-Rückseite. Aber sind wir mal ehrlich, wir stehen doch auch auf so eine Sache. Wir spielen schließlich auch das teure L-Style-System gerne oder die Condor X-Schäfte.
Und dass ihr mich da nicht falsch versteht, ist alles gutes Zeug, aber verhältnismäßig teuer. Spielt der Preis bei dir eine übergeordnete Rolle, dann gibt es natürlich gute Alternativen am Markt. Nicht zuletzt auch bei Winmau selbst. Etwa mit der Blade 5er Serie, die du jetzt natürlich recht preisgünstig erwerben kannst. Und ich finde auch mit der neuen 6er Generation, also den Blade 6 und dem Blade 6 Dual Core, gibt es im Grunde genommen gute Dartboards für jeden Geldbeutel. Gegenüber der Blade 5 Serie finde ich auch den Aufpreis zu den 6ern gerechtfertigt und absolut im Rahmen. Denn du bekommst hier ja die neue Generation mit dem schmaleren Bullseye-Draht, der optimierten Spinne und den kleineren Markings. Und wo ich gerade die Markings angesprochen habe, also die Logos und so weiter im Randbereich, für mich persönlich hätten die gerne noch ein bisschen kleiner und dezenter ausfallen dürfen, ähnlich wie beim Target Esper. Ist einfach eine schöne Idee, gerade auch wenn du das Dartboard drehst, immer einen aufgeräumten, harmonischen Look zu haben. Der Zahlenring war lange mein Wunsch, finde ich gut. Bei der Klemmung bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das immer noch die optimale Lösung ist. Da fände ich das von innen zu klemmen künftig einfach besser, dass der Ring definitiv nicht rausrutschen kann. Und auch beim Thema Halterung bzw. Rotorlock, Dämpfung, Entkopplung hätte ich mir eine Optimierung, ein kleines Update noch gewünscht. Schau dazu gerne noch in mein anderes Video, denn leise oder leiser ist auch das Triple Core Dartboard nicht. Das alles sind jetzt natürlich Kleinigkeiten und persönliche Befindlichkeiten, die die gute Gesamtleistung in keinster Weise schmälern. Das Blade 6 Triple Core ist einfach ein geiles Dartboard, das kann man zusammenfassend nochmal sagen. Wie jetzt die langfristige Haltbarkeit des Boards sich gestaltet, dazu kann ich an der Stelle natürlich noch keine Aussagen treffen, werde ich aber in den kommenden Monaten nachholen. Damit bin ich durch, bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch natürlich always good darts. Bis zum nächsten Mal, euer Olli.